Hallo, herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens hier in diesem Video. Und zwar zeige ich hier eine kleine Fichte mal ins Bild. Damit haben viele Kursteilnehmer gute Erfahrungen gemacht. Die lässt sich schön einfach schnitzen. Und wenn man dann mal alles durchgearbeitet hat, hat man in der Regel immer ein gutes Ergebnis. Und man kann sich hier schön darauf konzentrieren, das alles gleichmäßig zu machen. Das lässt sich wundervoll arbeiten. Man ist aber auch ein bisschen herausgefordert, dass man diese Äste nicht abbricht. Ich zeige jetzt hier mal, wie ich einen dieser Äste schnitze. Und das kann man ja dann einfach anwenden auf den ganzen Baum, auf das ganze kleine Bäumchen. Und das ist eben eine super Arbeit, um in das Schnitzen einzusteigen. Diese Abstufungen der Äste, diese einzelnen Reihen kann man natürlich auch selber herstellen mit dem Schnitzmesser. Ich habe jetzt hier mal einen kleinen Rohling so ein bisschen vorgedrechselt. Wenn man das nicht hat, man kann das alles schnitzen und wird dadurch diese ganze Arbeit noch mehr wertschätzen, dass man sie eben wirklich bis zum Ende dann ausführen möchte. Wenn man einmal sich diese ganze Mühe gemacht hat, diese Reihen hier reinzustechen, wird man auch total viel lernen über dieses ganze Holzsystem, wie die Faser verläuft und so, dass man da eben nichts abbricht. Ja, man kann das Ganze natürlich anwenden auf dieses ganze Themenfeld von Figuren, Reliefen und alles, was dazugehört, dass sich diese einzelnen Äste, dieses Prinzip immer jeder Ast für sich dargestellt ist, voneinander abgegrenzt ist, ausgearbeitet ist, das brauche ich bei jeder Figur, bei jeder Reliefarbeit, bei jedem Ornament ist jede Grundform immer zueinander anders. Wenn ich da einen Arm habe zum Körper oder so, einen Kopf zum Rumpf, der Hals dazwischen und so. Das sind alles einzelne Formen, die sich voneinander abgrenzen und das muss ich eben verstehen, ausarbeiten und auch in ihrer richtigen Ausformung sozusagen versuchen da ranzukommen, das umzusetzen, und dafür dient eben dieses Bäumchen wundervoll, dass ich hier eben so große Formen, wie sie in der Natur vorkommen, hier lerne zusammenzufassen, auch mal in der Skulptur sozusagen schon darzustellen und auch schnitztechnisch umzusetzen. Also man merkt, da gehört einiges dazu, wenn ich es mal durchdenke und so. Von der reinen Theorie her kann man da schon einiges zu sagen, und das wünsche ich dir, dass du es gut hinbekommst und dich daran wagst, denn dann kannst du eben auch andere Projekte ganz, ganz ähnlich durcharbeiten und gestalten. Und dafür soll das hier dienen. Also ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß mit deinen Bäumen, die du vielleicht schnitzen wirst. Ich möchte heute mal ein einfaches Video machen, und zwar sieht man jetzt hier diese relativ komplexe Figur. Ich habe sowas öfters gezeigt und will jetzt damit niemanden abschrecken, weil oftmals die Rückmeldung kam, das ist mir doch viel zu kompliziert und ich kann das eigentlich noch gar nicht umsetzen. Ich möchte hier nur mal auf eine Sache eingehen. Wir haben ja jetzt den schönen Körper, der steht im Kontrapost da, strahlt eine gewisse Energie aus, und das ist natürlich ein harmonisches Ganzes, was aus vielen verschiedenen Teilen besteht. Und wenn ich jetzt nur mal den Arm mir anschaue, dann ist das ein sehr schönes Beispiel für das, was ich jetzt zeigen möchte, denn der gehört natürlich zum Körper, bildet mit das große Ganze, aber dennoch ist es ein für sich abgegrenztes Detail oder eine Detailform, die zur großen Gesamtform gehört, die aber auch schön ausgearbeitet ist. Und an so einer kleinen Fichte, die ich ja schon oftmals gerne gezeigt habe, kann ich sowas wunderbar trainieren, dass ich zum Beispiel hier einen Ast mal ausarbeite und damit diese von der gesamten großen Form abgegrenzte Einzelform mal schön ausarbeite. Und wenn ich das überall durchziehe, dann habe ich natürlich eine schöne Rhythmik, eine schöne Aussage, die den Baum gestaltet. Ich blende hier mal ein paar Bilder auch so nebenbei ein von einer fertigen Fichte, wo ich immer ein sehr gutes Feedback bekommen habe. Wenn ich nur einmal hier eine Kerbe reinschnitze und diese Fläche hier nach oben laufen lasse und das wirklich für sich ausarbeite und dann die Detailformen darauf schnitze, allein das gibt diesem Ast ein Leben und haucht dem wirklich etwas ein. Wenn ich das immer schön versetzt schnitze, habe ich da eine Rhythmik drin. Es ist durchgearbeitet, wirkt wirklich geschnitzt und auch klug gemacht, denn ich muss ja aus dieser Symmetrie rauskommen. Ganz gleich, ob ich es jetzt vordrechsel oder vorschnitze, also man kann das ohne weiteres so hier mit dem Messer immer schön einkerben, vorschnitzen, spannt sich das schön auf mit einer Schraube, schnitzt das immer raus, geht auch schnell. Das ist Zirbelkiefer, ist sehr weich, geht alles sehr gut. Wenn man keine Zirbelkiefer hat, kann man übrigens auch Weimutskiefer nehmen und Linde sowieso. Und von oben gesehen muss es natürlich erst einmal rund werden.
Und das kann man auch hier mit dem Balleisen recht schnell und zügig nach oben wegschnitzen und wird da auch sehr viel über die Faser lernen. Also das kann ich nur empfehlen, sich mal diese Mühe zu machen, denn das gehört zum Schnitzen dazu, dass ich dann auch eines Tages mal so einen Durchbruch ja mit dem Schnitzwerkzeug durchschnitze. Und das ist hier im Grunde genommen ja der gleiche Vorbereitungsprozess. Und das wird einem ja viel lehren und viel zeigen. Und ich möchte jetzt mal rübergehen an mein Probestück, denn ich habe hier noch so einen Abfall entdeckt und da werde ich jetzt einfach mal von unten aufzeichnen, wie mache ich das und dann hier eine Kerbe reinschnitzen und nur mal einen Ast zeigen und dann nochmal meinen fertigen Baum daneben stellen, dass man mal sieht, wo das dann hingeht, und dadurch kann man auch einen guten Eindruck gewinnen. Komme ich mit den Werkzeugen klar? Ist das für mich ein schönes Hobby? Macht mir das Spaß und so weiter? Oder ist das vielleicht sogar eine gute Idee, um mal eine Arbeit herzustellen, die vielleicht aus einem Räucherhaus, einem Baum und so weiter besteht, und dafür dient das Ganze dann auch eines Tages mehr komplexere Arbeiten zu machen, denn das ist letztendlich nichts anderes, dass ich hier die Arme abgrenzen muss und dann auch weiter hier mit Detailformen arbeiten kann auf den ja vorgearbeiteten Grundformen, die sich vom Körper beispielsweise wie diese Hand abgrenzen, und das würde ich jetzt gerne mal an dieser Fichte demonstrieren. Okay, das Ganze ist jetzt eigentlich wirklich sehr simpel. Ich würde sagen, ich nehme mal hier oben die Seite, die ich bearbeiten möchte. Hier unten fehlt was, weil das vom Holz her grundlegend mal gefehlt hat. Ich fange an, das zuerst zu dritteln. Mache halt hier wie so ein Y und dann tue ich das einfach wieder frei Hand teilen, also dass ich das einfach nach Augenmaß ungefähr mache. Und ja, es stimmt jetzt nicht ganz. Ich merke, hier unten ist es halt wesentlich zu breit. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen die Richtung wieder zurück. Und dann gehe ich halt einfach nach oben und ziehe diese Striche hier durch. Und ich weiß, da müssen dann meine Äste hinkommen. So, das Ganze einmal festgeschraubt. Ich sage jetzt einfach mal, ich möchte jetzt hier diesen Ast haben. Das heißt, in der Mitte soll eine höhere Stelle entstehen. Und hier vorne möchte ich das so schräg hochlaufen lassen. Ich habe gemerkt, da hapert es schon bei vielen, dass allein schon die Vorstellungskraft fehlt, okay, hier innen soll das auch hochgehen. Also, dass ich nicht einfach nur hier irgendwie so ein Schnitt hier flach drauf hochziehe, sondern ich muss hier dazwischen was wegarbeiten, und idealerweise schneide ich auch hier einmal so rein, das sieht man jetzt nicht mehr richtig, aber dass auch hier so ein Schnitt tief reingeht und man sieht schon, der Baum ist durchgearbeitet und sieht gut aus, ja, auch dieser Schwung, und das kann man aber alles schnitzen, auch man muss das nicht vordrechseln oder irgendwas, das kann man alles schnitzen. Insbesondere wenn man auch ein Relief oder irgendwas hat, wird das zwangsläufig nötig sein, dass man da auch wirklich das schnitzen muss. Okay, ich nehme halt hier mal einen Geißfuß und da schneide ich halt wirklich mal von unten schön rein. Also ein Fehler, den ich öfters mal sehe, ist, dass man einfach hier über diese Fläche halt rüber kratzt und dann sofort oben ankommt und sich dann wundert, ja, warum wird denn das da nicht richtig breit? Diese Kerbe, ich muss halt wirklich von unten mal ein bisschen reinschnitzen, und dann merkt man, der Schnitt ja, spaltet zum Teil ein bisschen, aber das ist alles kein Problem, weil ich arbeite hier völlig in Faserrichtung und kann dadurch auch das Material gut sichern. Wenn ich von der Seite hier so reinsteche, man sieht schon, die Zirbelkiefer verzeiht da wenig. Insbesondere wenn ich mein Eisen vorher hatte, um irgendwas rauszuhauen, nehme ich vielleicht doch lieber ein kleineres. Und wenn ich hier querschneide, muss ich damit rechnen, dass ich auch mal was wegbreche. Aber natürlich kann ich mich so besser auf diesen Bereich hier auch fokussieren. Ich verstehe das, wenn dann auch viele gerne auf das Balleisen umschwenken, aber dann natürlich nicht beschweren, wenn da etwas wegbricht. Da muss ich halt einen gefühlvollen Schnitt machen, dass ich nicht einfach nur reinsteche, sondern so ein bisschen spüre,
bröckelt das jetzt, reißt das irgendwie. Ja, das muss ich halt wirklich im Gespür haben. Und das kommt halt mit der Erfahrung, und wenn ich einen Baum geschnitzt habe, habe ich schon mal eine schöne Erfahrung gesammelt. Ich muss natürlich auch an den anderen Seiten das schön wegarbeiten. Ja, was mich jetzt oft stört oder so, was dann viele nicht machen, ist halt diesen Schnitt hier auch mal unten raus ein bisschen was wegschneiden, wie als ob man es fast hinterschneiden würde, ja. Und das geht ja sehr einfach mit dem Balleisen. Wie man sieht, ich steche hier einfach schön rein, zack, und das fällt raus. Das sehe ich auch gut. Das ist ja alles frei zugänglich. Ich kann das auch mit dem Schnitzmesser machen. Und das hilft halt dem Ast auch, dass ich ihn wirklich hinterschneide, ausarbeite, durcharbeite. Und dann würde ich halt hier diese Flächen noch mal schön schräg schnitzen. Dass in der Mitte wie ein Höhepunkt entsteht und links und rechts hängt das Reisig praktisch vom Ast ein bisschen nach unten, genauso wie der ganze Ast in sich vom Baum so ein bisschen durchgeschwungen ist und eher nach unten die Tendenz hat zu fallen. So ist es auch an den Seiten. Man sieht schon, das lässt sich auch herrlich schnitzen. Und so ein Balleisen ist natürlich schön, weil ich komme halt wirklich bis hier hinter, unter die andere Reihe der Äste unten drunter. Wenn ich das mit dem Geißfuß mache, sieht man recht schnell, dass ich hier anstoße und nicht richtig bis hoch komme. Das heißt, da bleibt immer noch was hängen hier oben. Aber natürlich ist dieser Schnitt des Geißfußes hier auch wichtig, dass ich das wiederum voneinander abgrenze. Und jetzt sieht man hier so ein bisschen Unterschied. Hier habe ich jetzt was rausgenommen und hier ist es noch vorhanden. Das sieht schon wesentlich plumper aus, wesentlich irgendwie nicht so gefällig. Und das steche ich wiederum auch weg hier auf dieser Seite. Gehe da schön rein. Und dann komme ich wiederum von unten und schneide das sauber. Das macht Spaß aus meiner Sicht. So, und jetzt kommt als nächstes eben, dass ich mich um die Detailform kümmere, indem ich hier in der Mitte mit dem Hohleisen einen Mittelriss symbolisiere. Ich tue jetzt also mehr die Plastizität mit der negativen Schnittführung ausarbeiten. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Nimm halt einfach das Hohleisen und schneide hier meine Rillen rein. Das sind ja wie so formgebende Linien im Grunde genommen, die auch den Ast unterstützen, wie er sein soll. Und wenn ich dann hier an den Anfangspunkten dieser Schnitte einmal so nach unten schneide, ohne jetzt alles wegzubrechen, sensibel, nur zarte Schnitte machen, dann sieht das auch nochmal richtig gut aus. So, und somit habe ich hier einen Ast geschnitzt, was also sehr einfach ist. Und wenn ich das überall durchziehe und mir die Mühe gebe, nichts wegzubrechen und wirklich vernünftig meine Schnitte zu führen, wenn ich mit dem Balleisen arbeite, dass ich dieses Längsholz hier nicht wegbreche, das ist ja wirklich sensibel, das kann ja schön wegspalten, aber es lässt sich eben nicht anders machen, wenn das Holz wirklich in diese Richtung gewachsen ist. Das macht sonst keinen Sinn. Ich kann das kaum anders schnitzen. Da muss ich mich halt wirklich fokussieren und mir diese Mühe machen, mich darauf zu konzentrieren. Und dann schnitze ich auch noch ein bisschen diese Spuren weg, wo eventuell noch was vorgedrechselt war oder so.
Und dann sehe ich halt wirklich nur noch geschnitzte Schnitte. Und man sieht aber auch, wenn ich das nicht drechseln kann, dann schnitze ich es halt. Also man sieht, das lässt sich doch sehr schön arbeiten. Ich habe hier ja den Faserverlauf so, das heißt, ich schneide hier mehr oder weniger im 45 Grad Winkel, mal grob gesprochen. Und das heißt, ich schneide über Halbhirnholz. Das lässt sich wunderbar machen. Also da ist gar kein Problem. Da komme ich auch recht zügig voran. Und ich verstehe halt wirklich, was scharfe Eisen sind. Und wenn ich mir diese Mühe gemacht habe, ja, dann möchte ich natürlich auch das gut hinbekommen. Ja, das versteht sich von selbst. Dann hat es eine ganz andere Wertigkeit. Und das zeichnet ja auch die alten Schnitzarbeiten von den Meistern aus, dass die sich die Mühe gemacht haben, wirklich das aus den Fäulen herauszuarbeiten. Okay. So weit, so gut. Das kann man einfach nachmachen. Ich empfehle euch, solche Bäume zu schnitzen als Übung, um dann zu komplexeren Arbeiten aufzusteigen, weil das trainiert einfach ungemein, ja, diese ganze Schnitzfertigkeit, und diese Bäume sind dafür ganz vorzüglich geeignet. Und auch das Holz übrigens, Zirbelkiefer. Dankeschön fürs Zuschauen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, schreib gerne einen Kommentar, wie du es gefunden hast, was du vielleicht selber gemacht hast, was man anders machen kann. Gerne unter das Video und vergiss natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dass du keine dieser Videos verpasst und immer auf dem aktuellen Stand bist. Wenn ich was Neues hier zeige, wirst du dann automatisch darüber informiert. Dann wünsche ich dir viel Spaß und Freude mit deinen eigenen Schnitzarbeiten. Nutze das gerne auch in dieser Krisenzeit, diese Ressourcen zu nutzen, um etwas Schönes zu gestalten und auch für andere etwas Schönes zu hinterlassen oder ihnen zu schenken. Dann freue ich mich, wenn du damit gut vorankommst und wir sehen uns wieder in einem neuen Video. Bis dahin, mach's gut und